So, heute zeige ich euch ein paar Methoden, wie man Schaumstoff grundieren kann. Es gibt natürlich noch mehr Methoden als die ich hier habe. Hier ist, ich benutze hier Proform S in 10 mm zur Schau. Und hier ist der ungrundierte Schaumstoff, wo ich einfach nur die Farbe drauf gesprüht habe. Man sieht hier die Poren und es ist natürlich sehr biegbar. Sieht halt nicht so glatt und schön hier aus. Man sieht einfach, dass es Schaumstoff ist. Ich benutze im Übrigen die Farbe hier bei allen. Hier ist einmal mit der Heißluftpistole drüber gegangen. Das heißt, die Poren haben sich leicht geschlossen. Es ist ein bisschen glatter, wenn man das hier so vergleicht. Die Farbe ist ein bisschen kräftiger geworden, da die Farbe nicht mehr ganz so eingesaugt wird. Das bleibt natürlich auch super biegbar, macht keine Probleme. Man sollte am besten immer, bevor man grundiert, einmal mit dem Heißluftföhn drüber gehen, um die Poren zu schließen. Dann braucht man nicht ganz so viel Grundierung. Jetzt kommen wir zum Holzleim. Ich habe hier diesen hier benutzt. Je nach Wärme und Kälte bricht der halt eher. Holzleim sollte man am besten nur benutzen bei Rüstungsteilen, die man nicht biegt, zum Beispiel Schulterteilen. Weil wenn man die biegt, passiert der hier. Also wie ihr seht, ganz, ganz schlimme Risse. Natürlich, wenn es wieder in der Ursprungsform ist, sieht man die nicht mehr so. Oder fast gar nicht mehr. Aber deshalb am besten nur bei Rüstungsteilen, die man nicht biegt. Oder wenn man echt keine andere Möglichkeit hat. Dann kommen wir zum Plastidip, also das hier zum Beispiel. Hier habe ich jetzt den durchsichtigen Plastidip, den ich immer am Ende über die Rüstungsteile gebe, aber den gibt es auch noch, meistens nutze ich den in schwarz. Ja, nicht die Delle da beachten, der Schaumstoff war halt ein bisschen angedotzt. Das ist biegbar, das bricht hier nicht so. Natürlich gibt es hier schon ein paar kleine Risse. Ich glaube, ich habe die Farbe ein bisschen zu dick aufgetragen. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass die Farbe auch flexibel ist, wenn ihr mit flexiblen Untergründen wie Schaumstoff arbeitet. Aber eigentlich macht das keine Probleme. Meine bisherigen Rüstungen sind alle mit Plastidip behandelt worden und die sehen eigentlich ziemlich gut aus. Dafür, dass ich da einige schon sehr aufgetragen habe. Dann könnt ihr auch kombinieren. Hier habe ich eine Schicht Holzleim drauf gemacht und dann eine Schicht Plastidip. Und das lässt sich recht gut biegen. Das bricht auch nicht mehr so, der Holzleim, durch die drüber gelegte Schicht des Plastidips. Plastidip braucht normalerweise nämlich 3 Schichten, damit das überhaupt die Poren verschließt und die Farbe nicht mehr einsickert. Deshalb ist das eine günstigere Methode. Man braucht hier nur eine Schicht vom Plastidip über den Holzleim und dann geht das eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier die Mischung von einem Acrylstrukturgel zum 1/4 davon und 3/4 Holzleim. Ich glaube, ich kriege die Mischung nicht ganz so perfekt hin wie andere. Das könnt ihr euch bei Sierra Cosplay angucken. Aber das ist eigentlich auch ganz gut. Das lässt sich hier gut biegen und das reißt hier nicht. Und dann kommen wir jetzt zu meinem neuesten Entdeckung. Das ist jetzt abgefüllt. Das ist Buchbinderleim. Das lässt sich wunderbar biegen. Das ist auch nur eine Schicht. Es ist sehr glatt geworden. Ich glaube, das hier werde ich wohl in Zukunft nutzen. Das ist echt zu empfehlen. Also, das ist besser als Plastidip für mich. Vor allen Dingen, im Endeffekt kommt es, glaube ich, billiger, wenn man nur eine Schicht vom Buchbinderleim jeweils benutzt, als wenn man für eine komplette Rüstung 3, 4, je nachdem sogar 5 Dosen Plastidip braucht. Also Buchbinderleim, super cool. Das wird für meine nächste Rüstung benutzt. So, natürlich gibt es noch ein paar mehr. Es gibt noch Latex oder keine Ahnung, was es noch alles gibt. Es gibt so viele Grundierungsmethoden. Das sind die, die ich jetzt ausgetestet habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei eurer Wahl helfen, was ihr für was benutzen wollt. Jo, und dann viel Spaß bei eurer Rüstung.